Wir alle sind in Kirchen oder im Religionsunterricht mit Geschichten über Gott in Berührung gekommen. Doch betrachten wir diese Figur einmal aus einer anderen Perspektive, durch das Prisma archäologischer Entdeckungen und die Analyse von Experten im Bereich der Religionswissenschaften. Ich lade euch zu einer einstündigen Reise ein, auf der wir die Verbindung zwischen der Bibel und antiken Schriften erkunden und die Geheimnisse von Jahwe, Elohim und den Anunnaki ergründen werden. Wir analysieren das Stichwort Jahwe aus der Enzyklopädie der antiken Geschichte. Jahwe ist der Name des Gottes des antiken Israels und später Judas. Weiter heißt es dort, dass Jahwe als allmächtiger Schöpfer, Beschützer und Erlöser des Universums von den frühen Christen als ihr Gott übernommen wurde, der seinen Sohn, Jesus, als den verheißenen Messias gesandt hat. Der Islam hingegen interpretiert dieselbe Gottheit als Allah in seinem Glaubenssystem. Im Laufe der Zeit wurde Jahwe, ursprünglich die Gottheit der Israeliten, zum einzigen Gott sowohl für Christen als auch für Muslime. Juden, Christen und Muslime verehren denselben Gott. Zusammen bilden die Anhänger dieser Religion eine Gruppe von über 4 Milliarden Menschen, was bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung an denselben Gott glaubt. Deshalb lohnt es sich, die Ursprünge des Jahwe-Kults zu erforschen. Beginnen wir mit der Verbindung zwischen der Bibel und den Sumerern, bevor wir uns auf die Suche nach den Ursprüngen des Jahwe-Kults begeben. Bisher haben wir einige bedeutende Zusammenhänge zwischen der Bibel und den Sumerern identifiziert. Der erste besagt, dass die biblische Schöpfungsgeschichte der sumerischen Darstellung der Erschaffung der Welt ähnelt. Der zweite Punkt betrifft den biblischen Mythos von der Erschaffung des Menschen aus Ton nach dem Ebenbild Gottes, der ebenfalls in sumerischen Legenden zu finden ist. Der dritte Aspekt bezieht sich auf die biblische und die sumerische Darstellung der 10 vorsintflutlichen Herrscher, wobei der 7. von ihnen, Henoch, seinem sumerischen Gegenstück Enmeduranki entspricht, während der letzte, Noah, Ähnlichkeiten mit der sumerischen Figur Ziusudra aufweist. Der 4. Punkt ist die biblische Geschichte der Sintflut, die der Erzählung vom sumerischen König Ziusudra ähnelt, der mit einem Boot eine lokale Flut überlebte. Der 5. Punkt betrifft den biblischen Turm von Babel, der eine Analogie zu einem unvollendeten Bauprojekt des sumerischen Königs Enmerkar aufweist. Der 6. Aspekt ist die Zerstörung von Sodom und Gomorra, die zeitgleich mit der Vernichtung sumerischer Städte stattfand. Ab diesem Moment beginnt in der Bibel die ursprüngliche Erzählung. Jahwe erscheint Abraham und weist ihm den Weg ins gelobte Land. Gott Jahwe schließt einen Bund mit Abraham und später mit seinen Nachkommen Isaak und Jakob, bevor er sich viele Jahre später Mose offenbart. Seit der Offenbarung Jahwes an Abraham wurde dieser Gott zum Beschützer der Israeliten, was in der Bibel ausführlich beschrieben wird. Nach der biblischen Chronologie lebte Abraham, der Vorfahre der 3 großen monotheistischen Religionen, des Judentums, des Christentums und des Islams, an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend Jahre vor unserer Zeit. Etwa 500 Jahre später lebte Mose, der, ebenso wie Abraham, eine besondere Beziehung zu Jahwe hatte. Mose wird traditionell die Verfasserschaft der Tora zugeschrieben, einschließlich des Buches Genesis, das Elemente enthält, die sumerischen Erzählungen ähneln. Weitere 500 Jahre später begegnen wir König Salomo, der für den Bau des Tempels in Jerusalem bekannt ist, der Jahwe geweiht war. Im 6. Jahrhundertjahre vor unserer Zeit ereignete sich ein bedeutendes Ereignis: die Zwangsumsiedlung eines großen Teils der Juden nach Babylon, bekannt als das babylonische Exil. Obwohl traditionell angenommen wird, dass das Buch Genesis von Mose verfasst wurde, betrachten Experten der Religionswissenschaft es als ein komplexes Werk vieler Autoren, das tatsächlich im 6. oder 5. Jahrhundertjahre vor unserer Zeit, nach dem babylonischen Exil, verfasst wurde. Zum Abschluss kommen wir zur Geburt von Yahushua, besser bekannt als Jesus, der Sohn des Gottes des Alten Testaments, dessen Name bedeutet Jahwe ist Rettung. Ein entscheidender Aspekt ist, dass das biblische Buch Genesis, das die Erschaffung der Welt, des Menschen, die vorflutliche Epoche, die Sintflut, den Turm von Babel sowie die Zerstörung von Sodom und Gomorra beschreibt, zwischen dem 6. und dem 5. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit niedergeschrieben wurde. Dieselben Erzählungen, die wir in der Bibel finden, wurden jedoch bereits viel früher von den Sumerern und später von den Akkadiern sowie Babyloniern festgehalten. Sumerische Aufzeichnungen stammen aus der Mitte des 3. Jahrtausends Jahre vor unserer Zeit, während die akkadischen und babylonischen Überlieferungen aus dem 2. Jahrtausend Jahre vor unserer Zeit, frühen 2. Jahrtausend,
Jahre vor unserer Zeit datieren, also aus dem Zeitraum zwischen 2300 und 1800 Jahre vor unserer Zeit. Daher wurde die Geschichte Mesopotamiens etwa 1500 Jahre früher aufgezeichnet als das biblische Buch Genesis. Selbst wenn Mose der Autor des Buches Genesis war, was etwa im Jahr 1450 Jahre vor unserer Zeit geschehen sein könnte, wären diese Erzählungen dennoch hunderte oder sogar 1000 Jahre später niedergeschrieben worden als jene in Mesopotamien. Hier stoßen wir auf ein gewisses Paradoxon. Obwohl die ursprünglichen Erzählungen über die Interaktion der Menschen mit den vielen Göttern der Anunnaki wesentlich früher dokumentiert wurden, betrachten die Anhänger der abrahamitischen Religionen, Juden, Christen und Muslime, als authentisch nicht die ursprünglichen Geschichten, sondern die später entstandenen. Laut Experten auf dem Gebiet der Religionswissenschaften, wie dem Professor für biblische Studien Sana, dem Spezialisten für Religions- und Judaistikstudien John Le Weston sowie dem Historiker und Archäologen Alfred Lambert war der Einfluss der babylonischen Kultur auf die Juden während der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit erheblich. Die Juden lernten damals die mesopotamischen Mythen über die Erschaffung der Welt und die Götter kennen, die ursprünglich von den Sumerern übernommen worden waren. Sie beschlossen, diese Erzählungen an ihren monotheistischen Glauben anzupassen und sie in eine Geschichte über einen einzigen Gott umzuwandeln, im Gegensatz zu den polytheistischen Mythen Mesopotamiens. Infolgedessen gibt es zwar in den sumerischen Geschichten viele Götter der Anunnaki, doch in der Bibel wird nur ein Gott dargestellt. Experten weisen auch auf die sogenannte Dokumentarhypothese hin. Wie bekannt ist, erscheinen zu Beginn der Bibel zwei verschiedene Namen für Gott: Jahwe und Elohim. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Buch Genesis aus 4 verschiedenen Traditionen besteht, von denen die wichtigsten die jahwistische und die elohistische Tradition sind. Die Autoren der elohistischen Tradition verwendeten den Namen Elohim für Gott, während die Autoren der jahwistischen Tradition ihn Jahwe nannten. In den Bibelübersetzungen wird der Begriff Elohim mit Gott und Jahwe mit Herr übersetzt. Die offizielle wissenschaftliche Erklärung für die Verbindung zwischen der Bibel und den Sumerern ist relativ einfach. Während der babylonischen Gefangenschaft schöpften die Juden aus den älteren Mythen Mesopotamiens und verwandelten dabei den Polytheismus der Anunnaki in den Glauben an einen einzigen Gott. Diese Erklärung findet sich in der Literatur von Experten im Bereich der Religionswissenschaften. Wie wir später sehen werden, könnte die Situation jedoch komplexer gewesen sein. In der sumerischen Mythologie wird die Erschaffung der Welt von den Anunnaki vollzogen. In der Bibel wird die Erschaffung der Welt Elohim zugeschrieben. Zur Erinnerung: Sowohl in der Bibel als auch bei den Sumerern gibt es 2 verschiedene Beschreibungen der Erschaffung des Menschen: eine allgemeine und eine detaillierte. In der sumerischen Tradition verkünden die Anunnaki die Absicht, den Menschen nach göttlichem Ebenbild zu erschaffen, während dieser Plan in der Bibel von Elohim geäußert wird. Anschließend wird in der sumerischen Mythologie der Mensch aus Ton von dem Gott Enki mit Hilfe der Göttin Mami geformt, während in der Bibel der Mensch von Jahwe aus Ton geformt wird. Weiterhin wissen wir in Bezug auf die vorflutlichen, langlebigen Herrscher, dass der 7. von ihnen, Emmeduranki, von den Anunnaki in den Himmel aufgenommen wird. Im Fall des 7. langlebigen Herrschers gibt es in der Bibel die Figur Henoch, der von Elohim in den Himmel aufgenommen wird, während in der sumerischen Mythologie eine ähnliche Figur von den Anunnaki in den Himmel entrückt wird. Was die Sintflut betrifft, so entscheiden sich in den sumerischen Mythen die Anunnaki unter der Führung des Gottes Enlil, die Sintflut zu senden, um die Menschheit zu vernichten. In der Bibel ist es Jahwe, der die Sintflut schickt. Enki, der sumerische Gott, befiehlt Usudra, sich auf den Wassern der Sintflut zu retten, während in der Bibel Jahwe Noah Anweisungen zum Bau eines Schiffes gibt, um sich vor der Sintflut zu retten. In beiden Traditionen gibt es auch die Erzählung über die Verwirrung der Sprachen der Menschen. Bei den Sumerern sind Enki und Enlil für dieses Ereignis verantwortlich, während in der Bibel Jahwe diese Rolle übernimmt. Im Fall der Zerstörung von Städten verwendet der sumerische Gott Anu eine Waffe namens Sebet, um sumerische Städte zu zerstören, während in der Bibel Jahwe für die Zerstörung von Sodom und Gomorra verantwortlich ist. Aus diesen Vergleichen ergibt sich, dass dort, wo in den sumerischen Mythen die Anunnaki erscheinen, in der Bibel oft der Begriff Elohim verwendet wird. In Situationen, in denen von den Handlungen einzelner Götter die Rede ist, tritt in der Bibel Jahwe auf, während in der sumerischen Mythologie verschiedene Götter erscheinen, oft Enki, aber auch Enlil, Anu
Era und Mami. Experten auf dem Gebiet der Religionswissenschaften präsentieren eine Erklärung, nach der Jahwe von den Juden als einziger Gott in diese Geschichten eingeführt wurde, wodurch verschiedene sumerische Götter ersetzt wurden. Die Juden adaptierten diese Erzählungen und verwandelten sie von polytheistischen in monotheistische Narrative. Erinnern wir uns daran, dass die Anhänger der abrahamitischen Religionen, Juden, Christen und Muslime, zusammen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Menschheit davon ausgeht, dass die Hauptfigur der ursprünglichen sumerischen Erzählungen in Wirklichkeit der eine und einzige Gott war. Jedoch taucht der Name Jahwe nicht unter den sumerischen Gottheiten auf und war den Sumerern unbekannt. Die älteste historische Erwähnung von YHWH, also Jahwe, stammt von einer ägyptischen Stele aus dem 14. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit, in der YHWH im Zusammenhang mit einem Land zwischen der Sinai-Halbinsel und Edom erwähnt wird. Weitere Bezüge zu Jahwe erscheinen erst viel später, beispielsweise auf der Mesha-Stele. Jahwe, der ursprünglich der Schutzgott der Israeliten war, wurde erst in einer späteren Phase in die früheren sumerischen Erzählungen integriert. Tatsächlich waren die kulturellen und religiösen Einflüsse auf das antike Judentum vielfältig und umfassten nicht nur Mesopotamien, sondern auch die ägyptische und kanaanäische Kultur. Trotz dieser multikulturellen Einflüsse konzentrierten sich die Juden auf die Weitergabe von Geschichten aus Mesopotamien. Nach Ansicht von Historikern könnten die Israeliten eine Abspaltung der Kanaaniter gewesen sein. Um die Herkunft der Israeliten besser zu verstehen, lohnt es sich, die Figur Abrahams zu betrachten. Eine zentrale Gestalt in der Bibel. Abraham, ursprünglich als Abram bekannt, ist eine Schlüsselfigur, mit der Jahwe einen Bund schließt und ihn anweist, nach Kanaan zu ziehen, das verheißene Land. Doch wer war Abraham? Im 11. Kapitel des Buches Genesis finden wir: Dies ist die Geschichte der Nachkommen Terachs. Terach war der Vater von Abram, Nahor und Haran war der Vater von Lot. Haran starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seinem Geburtsland, in Ur in Chaldäa. Der Autor des Buches Genesis bezieht sich hier auf die Stadt Ur, eine der ältesten Städte der Menschheitsgeschichte. Weiter lesen wir, dass Abram und Nahor sich Ehefrauen nahmen und dass Abrams Frau Sarai hieß. Die Erzählung von Abram, dem späteren Abraham, enthält wichtige Elemente, die sich auf seine familiären und kulturellen Wurzeln beziehen. Nahors Frau, die Frau von Abrams Bruder, hieß Milka und war die Tochter Harans, der noch eine weitere Tochter namens Jiska hatte. Sarai, Abrams Frau, war unfruchtbar, ein bedeutendes Motiv in ihrer Lebensgeschichte. Terach, Abrams Vater, verließ mit seinem Sohn, seinem Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai Ur in Chaldäa und zog in Richtung Kanaan. Doch unterwegs hielten sie an und ließen sich in Haran nieder, wo Terach 205 Jahre alt wurde. Ur in Chaldäa, von Experten als eine sumerische Stadt identifiziert, sowie Haran in Obermesopotamien, sind entscheidend für das Verständnis des Umfelds, in dem Abram lebte. In beiden Städten verehrten die Bewohner die Anunnaki, die sumerischen Götter. Dies weist auf einen starken Einfluss der mesopotamischen Kultur und Religion auf Abrams frühe Lebensjahre hin. Informationen über Abraham sind ausschließlich in der Bibel enthalten, was es schwierig macht, eindeutig festzustellen, ob er eine historische Figur war. Seine Rolle als einer von vielen Bewohnern Urs oder Harans könnte für die Mesopotamier nicht bedeutend genug gewesen sein, um Spuren in anderen historischen Quellen zu hinterlassen. Im 12. Kapitel des Buches Genesis wird beschrieben, wie Jahwe Abraham in Haran erscheint. Geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Weiter wird beschrieben, wie Abram mit seiner Frau Sarai und seinem Neffen Lot nach Kanaan zieht. Dort erscheint der Herr Abram und verspricht ihm, dass dieses Land seinen Nachkommen gegeben wird. Abram errichtet dort einen Altar für den Herrn. Allerdings tritt ein Problem auf. Abram ist bereits in fortgeschrittenem Alter und hat keine Kinder. Und seine Frau Sarai ist unfruchtbar. Im 16. Kapitel des Buches Genesis wird beschrieben, wie Sarai, die eine ägyptische Magd namens Hagar besitzt, Abram vorschlägt, mit ihr ein Kind zu zeugen, damit er Nachkommen haben kann. In der Bibel wird tatsächlich beschrieben, wie Abram sich Hagar nähert, die ihm daraufhin einen Sohn Ismael gebiert. Dieses Ereignis stellt ein wichtiges Element in der biblischen Erzählung dar. Im 17. Kapitel des Buches Genesis lesen wir von einem weiteren entscheidenden Moment im Leben Abrams. Als er 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen, und ich will dich gar sehr mehren. Im ursprünglichen hebräischen Text stellt sich Gott als El Shaddai vor. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels schließt Jahwe einen Bund mit Abram, ändert seinen Namen in Abraham und den seiner Frau Sarai in Sarah.
Danach verspricht er, dass Sarah ihm einen Sohn, Isaak, gebären wird, mit dem ebenfalls ein Bund geschlossen wird. Was Ismael betrifft, versichert Gott, dass auch er gesegnet wird, indem er verspricht, dass Ismael fruchtbar sein und der Vater von 12 Fürsten sowie eines großen Volkes werden wird. Der göttliche Bund wird jedoch mit Isaak geschlossen, den Sarah in einem Jahr zur Welt bringen soll. Kehren wir also zu der angesprochenen Besonderheit zurück. Obwohl Abraham seinen erstgeborenen Sohn Ismael hatte, äußert Jahwe den Wunsch, den Bund nicht mit ihm, sondern mit Isaak zu schließen, dem Sohn, den Sarah, die Ehefrau Abrahams, gebären wird. Dies führt uns zu einem faszinierenden Detail, das im 20. Kapitel des Buches Genesis beschrieben wird. Als Abraham sich in Gera aufhält, offenbart er, dass Sarah seine Halbschwester ist, die Tochter desselben Vaters, jedoch einer anderen Mutter und dennoch seine Ehefrau wurde. Interessanterweise war die Praxis, eine Halbschwester zur Ehefrau zu nehmen, charakteristisch für die sumerischen Götter Anunnaki. Es scheint, dass Abraham durch die Ehe mit Sarah diesen sumerischen Brauch wiederholt. Darüber hinaus existierten in den sumerischen Glaubensvorstellungen einzigartige Erbregeln. Obwohl in der Regel der erstgeborene Sohn als der wichtigste galt und besondere Privilegien sowie oft das Erbe des Vaters erhielt, gab es unter den sumerischen Göttern Anunnaki eine andere Tradition. Der rechtmäßige Erbe war der Sohn, der aus einer Verbindung mit der Halbschwester geboren wurde. Eine ähnliche Situation findet sich hier. Obwohl Abraham bereits einen älteren Sohn, Ismael, hatte, segnet Jahwe Isaak und schließt mit ihm den Bund, da er das Kind aus der Verbindung mit Sarah, seiner Halbschwester, ist. Experten im Bereich der Religionswissenschaften übersehen diesen Fakt oft. Mit anderen Worten, Abraham lebte nicht nur in der sumerischen Stadt Ur und in Haran in Mesopotamien, wo Jahwe ihm erschien, sondern sowohl er als auch Jahwe folgten sumerischen Erbregeln, die einen bundenmännlichen Nachkommen aus der Verbindung mit einer Halbschwester bevorzugten. Somit zeigt sich eine unerwartete Verbindung zwischen Abraham und der sumerischen Kultur. Tatsächlich wirft diese Beziehung Licht auf die Gründe, warum die Juden aus der Geschichte der Sumerer schöpften und sich als deren Nachkommen betrachteten. Der biblische Noah, der die Sintflut überlebte, wird mit dem sumerischen König Ziusudra identifiziert. Gemäß der Bibel hatte Noah 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, von denen, so heißt es, die gesamte Menschheit nach der Flut abstammen soll. Die Nachkommen dieser Söhne waren die Begründer verschiedener Völker. Die Bibel konzentriert sich hauptsächlich auf die Linie Sems, aus der Arpachschad, Schelach, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terach und Abraham hervorgingen. Wie bereits erwähnt, lebten Abraham und sein Vater Terach in der sumerischen Stadt Ur. Abraham hielt sich ebenfalls an sumerische Traditionen. Die Juden als Nachkommen Abrahams, der ein Bewohner Sumeriens war, sind somit auch Nachkommen Sems, des Sohnes Noahs, der als Sumerer betrachtet wird. Wir erinnern daran, dass Noah mit dem sumerischen König Ziusudra gleichgesetzt wird. Somit verbindet Abraham als Nachkomme dieses sumerischen Herrschers die Juden mit dem sumerischen Erbe. Daraus lässt sich ein entscheidendes Fazit ziehen. Laut der Bibel haben die Juden ihre Wurzeln in Mesopotamien und sind Nachkommen der Sumerer. Aus jüdischer Sicht haben sie die mesopotamischen Geschichten nicht einfach kopiert, sondern dieselben Erzählungen über ihre Vorfahren weitergegeben, sie jedoch so umgestaltet, dass anstelle vieler Götter ein einziger Gott erscheint. Lassen wir für einen Moment die Menschheit nach der Sintflut beiseite, um weitere Geheimnisse zu erforschen. Das 10. Kapitel des Buches Genesis listet 70 menschliche Völker auf, die von den Nachkommen Ziusudras, des sumerischen Königs, der in der Bibel als Noah bekannt ist, abstammen. Faszinierend ist die Tatsache, dass die Kinder der Söhne Noahs als Eponyme verschiedener Nationen bezeichnet werden, was wir im 10. Kapitel des Buches Genesis finden. Zum Beispiel gilt Elam, einer der Söhne Sems, als der Ahnherr der Elamiter. Die Juden glaubten also, dass die Kultur der Elamiter direkt von Sems Sohn abstammte. Ebenso werden die Kuschiten als Nachkommen von Kusch angesehen und die Kanaaniter als Nachkommen von Kanaan. Laut Experten auf dem Gebiet der Religionswissenschaften standen die Israeliten in enger Verbindung mit den Kanaanitern, da sie mit ihnen Sprache, Kultur und Geschichte teilten, insbesondere aufgrund enger Kontakte im 2. Jahrtausend vor unserer Zeit. Interessant ist auch, dass Misraim, ein weiterer Sohn Hams, neben Kusch, Put und Kanaan, oft mit Ägypten in Verbindung gebracht wird. Dies führt zu einer Theorie, die das Geheimnis der dynastischen Rassen oder die Theorie einer fremden Elite nahelegt. Archäologen haben nämlich Beweise für die Anwesenheit von Sumerern in Ägypten unmittelbar vor der Entstehung der ersten Dynastie entdeckt. Diese Menschen, die mit sumerischen Booten ankamen, sumerische Kleidung trugen und sumerische Architektur sowie Keramik nach Ägypten brachten,
eroberten die einheimische Bevölkerung, siedelten sich an und übernahmen die Herrschaft. Dies könnte auf tiefgehende kulturelle Verbindungen zwischen diesen Regionen hinweisen. Die Theorie der dynastischen Rassen findet tatsächlich eine Entsprechung in der Bibel, wo ein ähnlicher Prozess beschrieben wird. Nach der Bibel ist Misraim ein Sohn Hams, was im hebräischen Ägypten bedeutet. Dies legt nahe, dass laut der Bibel Ägypten von Sumerern gegründet wurde. Diese Information, die im 20. Jahrhundert von Archäologen und Ägyptologen bestätigt wurde, war bereits in der Bibel enthalten. Es gibt eine Theorie, dass Misraim aufgrund der Namensähnlichkeit mit dem legendären ersten ägyptischen Pharao Menes identifiziert werden könnte. Diese Theorie wurde unter anderem von Eusebius, dem phönizischen Priester Sanchuniathon und islamischen Historikern unterstützt. Das Wesentliche ist jedoch, dass die Bibel darauf hinweist, dass die Nachkommen der Sumerer nach Ägypten gelangten. Wenn wir auf die biblische Tafel der Nationen achten, sehen wir, dass Kuschs Sohn Nimrod im Land China herrschte, was sich auf Sumer bezieht. Das bedeutet, dass gemäß der Bibel die Nachkommen der Sumerer nach der Flut verschiedene Zivilisationen gründeten, einschließlich der erneuten Besiedlung von Sumer. In der Bibel wird Nimrod oft mit dem sumerischen König Enmerkar identifiziert. Die Geschichte des Baus des Turms von Babel, die in der Bibel beschrieben wird im Kontext sumerischer Traditionen dargestellt. Es ist bemerkenswert, warum die Bibel eine Erzählung über den Bau eines sumerischen Turms enthalten würde. Es scheint, dass die Juden diese Geschichte als Teil ihres eigenen Erbes betrachteten. Die Bibel macht deutlich, dass Nimrod, ein Nachkomme Noahs, an diesem Projekt beteiligt war. Ebenso interessant ist, dass der biblische Noah als das Äquivalent des sumerischen Königs Ziusudra angesehen wird und der biblische Henoch mit dem sumerischen König Enmeduranki gleichgesetzt wird. In der bedeutenden Veröffentlichung Von Sumer bis Jerusalem von John Sasson, herausgegeben von der Universität Chicago, werden zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen der jüdischen und der sumerischen Kultur erörtert. Es wird betont, dass Abraham in der sumerischen Stadt Ur lebte. Die Hypothese, dass die Juden Nachkommen der Sumerer seien, wurde von dem Sumerologen Professor Arno Pöbel vorgeschlagen und fand die Unterstützung vieler Historiker, darunter David Rohl. Interessanterweise stellte sich auch der herausragende Sumerologe Professor Samuel Noah Kramer, ein Befürworter dieser Theorie, in seinen Arbeiten die Frage, warum die Bibel, die andere Kulturen so genau beschreibt, die Sumerer fast nicht erwähnt. Laut Professor Kramer besteht die Möglichkeit, dass die Bibel aus der Perspektive der Sumerer geschrieben wurde. Es gibt zwei Hauptansätze zur Erklärung dieses Phänomens. Die erste Theorie besagt, dass die Juden als Abzweigung der Kanaaniter ihre Geschichte möglicherweise gefälscht haben, indem sie sumerische Elemente einfügten. Eine solche Hypothese wäre jedoch einzigartig in der Geschichte, da kein anderes Volk seine gesamte Geschichte von Grund auf gefälscht hätte. Zudem sollte man das Leiden der Juden durch die Babylonier berücksichtigen, was es überraschend machen würde, wenn sie sich selbst eine mesopotamische Herkunft zuschreiben wollten. Ein Vergleich mit den Deutschen, die ihre Geschichte fälschen und sich von den Slawen ableiten würden, verdeutlicht die Unwahrscheinlichkeit einer solchen Theorie. Die alternative Erklärung legt nahe, dass die Juden tatsächlich Nachkommen der Sumerer sein könnten und daher die sumerische Geschichte als ihre eigene betrachteten. Aus dieser Perspektive stehen Figuren wie Henoch, Enmeduranki, Noah, Ziusudra, Nimrod, Enmerkar und Abraham, der in Sumer lebte, in direkter Verbindung zur jüdischen Tradition. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist, dass laut der Bibel die Sumerer nach Ägypten auswanderten und es eroberten. Eine Information, die in anderen historischen Quellen nicht erwähnt wird. Diese Informationen wurden von Wissenschaftlern in Ägypten erst im 20. Jahrhundert entdeckt und bestätigen das, was die Juden schon lange glauben, dass ihre Wurzeln bis nach Mesopotamien reichen. Zusammenfassend berichtet die Bibel von Anfang an über die Geschichte, beginnend mit der Erschaffung der Welt und des Menschen. Sie beschreibt die vorsintflutlichen Anführer, unter denen Henoch als der sumerische Enmeduranki und Noah als Ziusudra identifiziert wird. Der letzte der vorsintflutlichen Herrscher wird vor der kommenden Flut gewarnt, baut eine Arche, rettet sich mit seiner Familie darauf und bringt nach der Flut ein Brandopfer dar. Die Nachkommen Noahs, also Ziusudras, gründen verschiedene Kulturen, darunter Ägypten und Kanaan, und bevölkern sowie regieren erneut in Sumer. Die Bibel setzt die Erzählung fort, indem sie die Genealogie der Sumerer und der Völker des Nahen Ostens bis zur Figur Abrahams schildert. Abraham stammte aus der sumerischen Stadt Ur, von wo aus er nach Haran in Mesopotamien zog. Dort offenbarte sich ihm Jahwe und befahl ihm, nach Kanaan zu ziehen. Sowohl Jahwe als auch Abraham hielten sumerische Bräuche ein, was die biblischen Erzählungen zusätzlich mit der sumerischen Tradition verbindet. Der Begriff
Elohim, der in der Bibel als in Gott übersetzt wird, ist grammatikalisch ein Pluralwort, was an der Endung im erkennbar ist. Laut der Enzyklopädie Britannica, der deutsch- und englischsprachigen Wikipedia sowie verschiedenen Wörterbüchern bedeutet Elohim wörtlich Götter. Allerdings wird er traditionell als Singular interpretiert, da er sich auf einen einzigen Gott bezieht. Dies liegt an der Verwendung des Verbs in der Einzahl, der man nur sprach, was auf den sogenannten Pluralis Majestatis hinweist, also die majestätische Mehrzahl. Interessanterweise wird in der Bibel der Begriff Elohim manchmal mit einem Verb im Plural verwendet. Infolgedessen glaubt mehr als die Hälfte der Erdbevölkerung, dass Elohim ein einziger Gott ist. Ein zentrales Argument in der Diskussion um Elohim ist die Verwendung des Verbs in der Einzahl sowie die Tatsache, dass die Bibel von einem einzigen Gott erzählen soll. Jedoch gibt es auch das Argument, dass Elohim viele Götter bezeichnet, da das Wort Elohim eine Pluralform ist und im pluralen Kontext gebraucht wird. In dieser Diskussion ist es wertvoll, auf den Moment hinzuweisen, in dem Jahwe sich Mose auf dem Berg Sinai offenbart. Das erste Gebot lautet: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist bemerkenswert, dass gemäß der populären Interpretation, nach der Elohim ein einziger Gott ist, Jahwe und Elohim als dieselbe Wesenheit betrachtet werden, als der einzige Gott, den Juden, Christen und Muslime verehren. Demnach spricht das Alte Testament von einem einzigen Gott, der sich Abraham, Mose und anderen jüdischen Propheten offenbarte. Interessant ist jedoch, dass die ersten Worte dieses einzigen Gottes lauten: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Damit bezieht sich Jahwe auf andere Elohim. Die Mehrheit der Anhänger der abrahamitischen Religion interpretiert dies so, dass der einzig existierende Gott hier auf steinerne Götzenbilder Bezug nimmt, die von anderen Völkern erschaffen wurden, im Gegensatz zu Jahwe, der als der wahre Gott gilt. Dies legt nahe, dass Jahwe als einer von vielen Göttern gesehen werden könnte, aber von den Anhängern monotheistischer Religionen als der einzig wahre Gott verehrt wird. In dieser Erzählung übernimmt Josua nach dem Tod von Mose die Führung der Israeliten. Laut der Bibel erobern die Israeliten unter Josuas Führung und auf Befehl Jahwes das Land Kanaan. Die Bibel beschreibt, wie Jahwe den Israeliten in ihren militärischen Bemühungen hilft und oft direkt zu ihren Gunsten eingreift. Ein bemerkenswerter Moment tritt ein, als Josua die Israeliten versammelt und in Jahwes Namen zu ihnen spricht. Seine Worte lauten: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten Vorzeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Jahwe, der Gott Israels, macht hier deutlich, dass die Vorfahren der Juden, die in Mesopotamien lebten, fremde Götter verehrten, also andere Elohim. Josua ruft die Israeliten in Jahwes Namen dazu auf, die Götter abzulehnen, denen ihre Vorfahren sowohl jenseits des Flusses, also in Mesopotamien, als auch in Ägypten dienten, und stattdessen allein Jahwe zu verehren. Dies unterstreicht den Übergang vom Polytheismus der mesopotamischen Kultur zum Monotheismus, den Jahwe repräsentiert und von den Israeliten fordert. Dies ist ein entscheidender Moment in der Formierung der jüdischen religiösen Identität, in dem Jahwe als der einzige Gott anerkannt wird, dem sie dienen sollen. Im weiteren Verlauf der Erzählung stellt Josua die Israeliten vor eine Wahl: Entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Dies ist ein klares Bezug auf verschiedene Elohim. Jene aus Mesopotamien und Ägypten, denen die Juden während der Gefangenschaft dienten, sowie die Elohim der Amoriter. Schließlich müssen die Israeliten entscheiden, welchem Gott sie dienen wollen, und Josua wählt den Dienst an Jahwe. Auch die Israeliten erklären ihre Bereitschaft, Jahwe zu dienen mit den Worten: Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Aus dieser Perspektive wird Jahwe als ihr auserwählter Elohim dargestellt, obwohl es andere Götter gab, denen sie dienen konnten. Dies wirft eine interessante Frage auf. Wenn Jahwe der einzige Gott ist, warum müssen die Juden dann eine Wahl treffen, wem sie dienen wollen? Weitere Fragen ergeben sich im Buch der Richter, wo Jefta, einer der Richter, zum König der Ammoniter sagt: Ist's nicht so? Was dein Gott Chemosh dir zu besitzen gibt, das besitzt du? Was aber der Herr, unser Gott, uns zu besitzen gegeben hat, das besitzen wir. Dies deutet auf die Existenz anderer Götter neben Jahwe hin, was als Bestätigung der Existenz verschiedener Elohim interpretiert werden kann, unter denen Jahwe von den Israeliten als ihr Gott gewählt wurde. Auf der Website Blue Letter Bible findet man Informationen, dass sowohl Chemosh als auch Jahwe als Elohim bezeichnet werden. Jahwe ist der Elohim der Israeliten,
während Chemosh der Elohim der Ammoniter und Moabiter ist. Chemosh wird ebenso als Elohim beschrieben, gleichgestellt mit Jahwe. Einige Jahrhunderte später, zur Zeit von König Salomo, der für seine Weisheit und seine besondere Beziehung zu Jahwe bekannt ist, erscheint im 11. Kapitel des 1. Buches der Könige eine bemerkenswerte Passage über seine Treue zu Jahwe. Und als Salomo alt wurde, neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und Salomo tat, was dem Herrn missfiel, und hielt dem Herrn nicht ungeteilt die Treue wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Opferstätte für Chemosh, den greulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berg gegenüber von Jerusalem, und für Milkom, den greulichen Götzen der Ammoniter. So tat er für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Dies unterstreicht, dass selbst unter den größten biblischen Figuren wie Salomo die Treue zu Jahwe im Kontext der polytheistischen Welt um sie herum eine Herausforderung darstellte. Bei der Betrachtung der Geschichte von König Salomo wissen wir, dass Jahwe als sein Elohim dargestellt wird. Dennoch begann Salomo, anderen Elohim Verehrung zu erweisen, was eine wichtige Frage aufwirft. Salomo, der als außerordentlich weise galt, hatte Erfahrungen mit Gott Jahwe, mit dem er sprach. Dennoch verehrte er andere Elohim und errichtete ihnen Statuen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Salomo trotz seiner Weisheit nicht in der Lage war, den wahren Gott, Jahwe, von den falschen Elohim zu unterscheiden, die laut Tradition nicht existierten. Dieses Beispiel führt zu weiteren Überlegungen über die Rolle anderer Elohim im Glauben der Israeliten. Im 44. Kapitel des Buches Jeremia wird beschrieben, wie die Israeliten Opfer für die Königin des Himmels darbringen, die von religiösen Experten als Aschera identifiziert wird, eine der Göttinnen der Elohim. Die Israeliten behaupten, dass es ihnen besser gehe, wenn sie ihr Opfer darbringen, als wenn sie Jahwe verehren. Dies weist darauf hin, dass die Bibel viele Elohim erwähnt und dass sich die Israeliten oft vom Kult Jahwes abwenden und stattdessen andere Elohim verehren. Zu diesen Elohim gehören Chemosh, Aschera, Milkom sowie Dagon und Baal, die als Rivalen Jahwes dargestellt werden. Wenn wir eine Zusammenfassung ziehen, gelangen wir zum Höhepunkt dieser Geschichte. Im Jahre 1929 machte eine französische archäologische Expedition eine bedeutende Entdeckung in der Geschichte der Archäologie, indem sie 20.000 Tontafeln in den Ruinen der antiken Stadt Ugarit entdeckte. Unter den Ruinen wurden sumerische, ägyptische, hethitische und ugaritische Texte gefunden. Eine der wichtigsten Entdeckungen waren kanaanäische religiöse Texte, die auf das 13. Jahrhundertjahre vor unserer Zeit datiert wurden. Laut den Forschungen von Professor Karel van der Thorn beschreiben diese Texte ein Pantheon von Göttern, das als LHM bekannt ist und vokalisiert als Elohim. Es stellt sich heraus, dass die kanaanäischen Tafeln viele Götter der Elohim erwähnen, darunter Baal, Dagon und Chemosh. Dieselben Figuren, die auch in der Bibel erscheinen. Das Pantheon der Elohim wurde von einem Gott namens El oder Elyon angeführt. John Day, Professor für Altes Testament an der Universität Oxford, wies auf eine weitere bemerkenswerte Angelegenheit hin. Ein kanaanäischer Text, bekannt als der Baal-Zyklus, erwähnt 70 Söhne der Elohim, die Söhne des höchsten Gottes El und seiner Frau Aschera sind. Jeder dieser Elohim war für eine Nation verantwortlich, über die er als Schutzgott wachte. Gemäß der Analyse und dem, was wir auf der Seite Blue Letter Bible sehen, wurde das Wort Höchster in der ursprünglichen hebräischen Schrift als Elyon geschrieben, aber im Laufe der Zeit wurde es verändert und begann als der Höchste übersetzt zu werden. Ein Beispiel hierfür ist der Abschnitt aus dem 32. Kapitel des Buches Deuteronomium, Verse 8 bis 9. Als der Höchste die Völker aufteilte, die Menschensöhne voneinander trennte, da setzte er den Nationen Grenzen nach der Zahl der Söhne Israels. Denn sein Volk ist das Eigentum des Herrn. Jakob ist sein zugewiesenes Erbe. In den ursprünglichen Schriften bezieht sich der Begriff der Höchste auf Elyon, während der Herr Jahwe ist. Hier haben wir eine deutliche Unterscheidung zwischen Elyon und Jahwe. Elyon teilt die Nation anerkannt nach der Zahl der Söhne Israels, während Jahwe als Gott Israels dargestellt wird. Professor Mark Esser Smith, ein Spezialist im Bereich der biblischen Studien, weist darauf hin, dass in den ältesten Fragmenten der Bibel Elyon, der höchste Gott, die Nation nach der Zahl der Söhne der Elohim aufteilte. Diese Formulierung finden wir in den ältesten erhaltenen Bibelkopien, in den Qumran-Texten sowie in der Septuaginta. In späteren Kopien, hauptsächlich den masoretischen, wurde dieser Satz von den Anhängern Jahwes geändert, um Spuren des Polytheismus zu verwischen,
Die Söhne der Elohim wurden durch die Söhne Israels ersetzt. Auf diese bewusste Veränderung weisen auch andere Experten hin, darunter John Day und Emanuel Tov, in seinem Buch Die frühe Geschichte Gottes, Jahwe und andere Götter des antiken Israels präsentiert Professor Mark Smith eine faszinierende Interpretation eines Abschnitts aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 32, Verse 8 bis 9. Smith interpretiert diesen Text als Darstellung Jahwes als eines der Söhne Els, der in diesem Zusammenhang Eljon genannt wird. Dieser Abschnitt beschreibt, wie jeder Gott eine eigene Nation erhält und Israel Jahwe zugewiesen wird. Professor Smith weist zusammen mit Professor Emanuel Tov darauf hin, dass gemäß dem ursprünglichen Text der höchste Gott Eljon die menschlichen Nationen nach der Anzahl der Söhne Elohims aufteilte und Jahwe die Israeliten zuwies. Das 10. Kapitel des 1. Buches Mose zählt 70 Nationen nach der Sintflut auf, was mit kanaanäischen Texten übereinstimmt, die beschreiben, wie El Elyon die Völker unter 70 Söhnen Elohims aufteilt, von denen jeder zum Schutzgott einer bestimmten Nation wird. Die Bibel legt nicht genau fest, in wie viele Nationen Elyon die Erde aufteilte, erwähnt jedoch 70 Völker. Professor John Day schlägt vor, dass diese Erzählung mit der kanaanäischen Tradition übereinstimmt. Nach dieser Interpretation wurde Jahwe als Elohim der Israeliten Jakob zugewiesen, dem Enkel Abrahams, dessen Name in Israel geändert wurde. Dies erklärt, warum Jahwe als Elohim der Israeliten dargestellt wird. Das Volk Israel wurde ihm im Rahmen der von Elyon vorgenommenen Aufteilung als sein Eigentum zugewiesen. Der biblische Psalm 82 beschreibt tatsächlich eine Versammlung der Götter Elohim. In dieser Versammlung kommen die Elohim zu einer Beratung vor Gott El zusammen. Im 6. Vers erscheint die Aussage: Ihr seid Elohim, Söhne des Höchsten, Elyon. Professor Marty Stoissy weist darauf hin, dass der Ausdruck Ihr seid Elohim darauf hindeutet, dass Elohim viele Götter sind. Laut Professor Mark Smith zeigt dieser Abschnitt der Bibel eine Szene, in der die Götter Elohim als Söhne des höchsten Gottes El Elyon in einer göttlichen Versammlung zusammenkommen. All dies fügt sich logisch zusammen. Elyon teilte die Nationen unter den Söhnen Elohims auf und Jahwe wurde den Israeliten zur Betreuung zugewiesen. Daher gelten die Juden als das auserwählte Volk Gottes. Diese Erkenntnis ist von Bedeutung, da die meisten Menschen auf der Welt Jahwe als den einzigen Gott betrachten. Darüber hinaus bestätigen archäologische Funde, dass die Menschen in dieser Region verschiedene Götter verehrten. Zum Beispiel haben Ausgrabungen in Khirbet Elkom, Elkorn und Kuntilet Airut Informationen über Jahwe und seine Partnerin Aschera enthüllt, was laut Professor Francesca Stavrakopoulou darauf hindeutet, dass die Israeliten Aschera möglicherweise als Ehefrau Jahwes betrachteten. Ein wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass die Bibel selbst viele Elohim erwähnt, ihre Namen nennt und darauf hinweist, dass Jahwe einer von ihnen ist, der nationale Schutzgott der Israeliten. Chemosh zum Beispiel war der nationale Elohim der Moabiter. Kanaanäische Texte beziehen sich auf 70 solcher Elohim, die als Schutzgötter verschiedener Völker fungieren. Ursprünglich wurde Jahwe als ein anderer Gott als El angesehen, doch im Laufe der Zeit begann man, ihn mit El gleichzusetzen und seine Attribute zu übernehmen. Laut Informationen aus Wikipedia, die durch die Arbeiten von Experten für Religionswissenschaft gestützt werden, begann der ausschließliche Kult Jahwes im 9. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit, während der Zeit des Elias. Selbst damals war Jahwe nur für eine kleine Gruppe von Interesse, bevor er während des babylonischen Exils und in der Zeit nach dem Exil eine dominierende Stellung erlangte. Anfangs galten die Anhänger Jahwes als Monolatristen, das heißt als Menschen, die an die Existenz vieler Götter glaubten, aber nur einen, nämlich Jahwe, verehrten. Erst die nationale Krise des Exils veranlasste die Anhänger Jahwes dazu, die Existenz anderer Götter neben Jahwe zu leugnen, was den Übergang vom Monolatrismus zum vollständigen Monotheismus bedeutete. Anfangs waren die Israeliten also Monolatristen, was bedeutet, dass sie Jahwe als den einzigen Gott betrachteten, dem die Israeliten Verehrung schuldeten, obwohl sie die Existenz anderer Gottheiten nicht bestritten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elohim eine Bezeichnung für viele Götter ist und in Wirklichkeit ein kanaanäischer Begriff für das Pantheon der Götter. Es gab viele Elohim, Dutzende, vielleicht sogar mehr. Jahwe war einer dieser Elohim. Von Anfang an waren sich die Juden der Existenz vieler Götter bewusst, aber sie verehrten ausschließlich Jahwe als den Elohim der Israeliten. Im Laufe der Zeit, insbesondere ab dem 6. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit, wandelten die Priester Jahwes die monolatrische Verehrung, die Anbetung eines Gottes bei gleichzeitiger Anerkennung anderer Götter, zum Monotheismus, indem sie die Existenz anderer Götter neben Jahwe leugneten und ihn zur höchsten Gottheit, dem Schöpfer der Welt, erhoben.
Die ursprünglichen polytheistischen religiösen Traditionen der Juden blieben jedoch in einigen Teilen der Bibel erhalten, insbesondere in der elohistischen Tradition. In den biblischen Erzählungen, dort wo ursprünglich die Anunnaki erschienen, treten in der Bibel Elohim auf. Die Bibel sagt: Die Welt wurde von Elohim erschaffen, die Menschheit wurde von Elohim erschaffen und Henoch wurde von Elohim entrückt. Obwohl Anhänger der abrahamitischen Religionen Elohim oft als einen einzigen Gott interpretieren, zeigen historische und textliche Beweise, dass die Juden ursprünglich Polytheisten und Monolatristen waren, die Jahwe im Kontext eines größeren Pantheons verehrten. Bei der Betrachtung dieser letzten Frage erkannten Experten der Religionswissenschaft nach der Entdeckung der Texte von Ugarit, dass die kanaanäischen Elohim tatsächlich Entsprechungen der Götter waren, die von anderen antiken Zivilisationen beschrieben wurden. Konzentrieren wir uns auf 3 Gruppen von Göttern: die Anunnaki, die von den Sumerern verehrt wurden, die Neteru, die von den Ägyptern verehrt wurden, und die Theoi, die von den Griechen verehrt wurden. Es fällt auf, dass die ägyptischen und griechischen Götter auf älteren sumerischen Göttern basierten. Unter den gemeinsamen Merkmalen dieser Götter aus verschiedenen Kulturen finden wir, dass die Götter lebten Tausende von Jahren. Sie waren physisch auf der Erde präsent. Sie formten den Menschen aus Ton. Sie genossen den Geruch von verbranntem Fleisch und erwarteten von den Menschen solche Opfer. Sie wurden als humanoide Wesen dargestellt. Sie trugen glänzende Kleidung und waren von einer Wolke umgeben, wobei Menschen, die in ihre Nähe kamen, gelähmt wurden. Sie teilten die Erde unter sich in menschliche Nationen auf. Sie nahmen ihre Halbschwestern zur Frau und zeugten mit ihnen weitere Generationen von Göttern. Sie zeugten auch Kinder mit Menschen und schufen so Halbgötter. Sie führten Kriege untereinander, setzten menschliche Könige ein und befahlen den Menschen, Tempel für sie zu bauen. Die Entdeckungen von Ugarit lieferten tatsächlich entscheidende Informationen, die es Wissenschaftlern ermöglichten, die kanaanäischen Elohim mit den Gottheiten anderer antiker Kulturen zu vergleichen. Es stellt sich heraus, dass viele der kanaanäischen Elohim ihre Entsprechungen in den Pantheons anderer Zivilisationen hatten. Zum Beispiel: Der kanaanäische Gott Baal wurde als Gegenstück zum sumerischen Gott Adad betrachtet. Der kanaanäische Dagon hatte sein sumerisches Pendant in Dagan. Ishara wurde sowohl von den Sumerern als auch von den Kanaanäern verehrt. Nikal aus Kanaan entspricht der sumerischen Ningal und Chemosh dem sumerischen Nergal. Astarte wird als Entsprechung der sumerischen Inanna angesehen. El, der Anführer der kanaanäischen Götter, wurde mit dem sumerischen Anu verglichen. Professor Mark Smith stellt außerdem fest, dass Elohim Kotarwa Kasis dem ägyptischen Ptah entspricht und dass die Dreiheit Baal, Yam und Mod der griechischen Dreiheit Zeus, Poseidon und Hades entspricht. Diese Ähnlichkeiten zeigen, dass die antiken Völker des Nahen Ostens, darunter Sumerer, Ägypter, Griechen, Kanaanäer und Israeliten, möglicherweise dieselben Götter unter verschiedenen lokalen Namen verehrten. Dies führt zu 2 Hauptinterpretationen. Entweder existierten diese Götter tatsächlich oder sie existierten nicht und ihre Darstellungen und Charakteristika waren das Ergebnis kultureller Transformationen und der Anpassung der ältesten sumerischen Mythen. Wenn die Ägypter, Griechen und Kanaaniter tatsächlich das sumerische Pantheon der Götter als ihr eigenes übernommen haben, würde dies auf den kulturellen Einfluss der Sumerer hinweisen. Andererseits, wenn diese Götter wirklich existierten, würde dies bedeuten, dass verschiedene Völker dieselben Gottheiten verehrten, ihnen jedoch unterschiedliche Namen gaben. Die Sumerer nannten sie Igigi und Anunnaki, die Ägypter, Neteru, die Griechen, Theoi, die Kanaaniter und Israeliten, Elohim. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen würden sich auf dieselben Gottheiten beziehen. Elohim, die mit den Anunnaki identifiziert werden, waren ursprünglich Götter der Sumerer und teilten nach der Flut die Erde unter sich auf, indem sie als Schutzgötter über einzelne Nationen herrschten. Laut der Bibel wurde Jahwe die Obhut über die Israeliten zugewiesen. Wenn diese Götter ihre Entsprechungen in anderen Kulturen hatten, lohnt es sich, über die Identität des Gottes Jahwe nachzudenken. Jahwe ist eine Schlüsselfigur in der Geschichte der Menschheit, da er von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung verehrt wird. Wie bereits erwähnt, erscheinen die ältesten Erwähnungen Jahwes auf einer ägyptischen Stele aus dem 14. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit, auf der YHWA in der Region zwischen dem Sinai und Edom erwähnt wird. Professor Mark Smith betont, dass Jahwe ein Gott der südlichen Region einschließlich Edoms war. Betrachtet man die Frage der Identität Jahwes, ist es interessant, dass, obwohl Jahwe als kanaanitischer Gott angesehen werden könnte, die kanaanitischen Götterlisten aus dem 13. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit keine Erwähnung eines Gottes namens Jahwe enthalten. Es gibt lediglich eine Referenz auf eine Gottheit, die als YW bezeichnet wird,
was laut Experten nicht ausreicht, um YW mit YHWH gleichzusetzen. Die ersten eindeutigen Erwähnungen Jahwes erscheinen in späteren Dokumenten aus der Region, wie der Mesha-Stele, die den König von Moab Mesha beschreibt, der im Auftrag seines Gottes Chemosh gegen Jahwe, die Gottheit der Israeliten, handelt. Dies deutet darauf hin, dass der Kult Jahwes sich entwickelte und an Bedeutung gewann, lange nachdem die sumerische Zivilisation untergegangen war. Interessanterweise scheint Jahwe Eigenschaften zu besitzen, die für die sumerischen Götter Anunnaki charakteristisch sind. Allerdings, wie bereits erwähnt, erscheint der Name Jahwe nicht unter den sumerischen Gottheiten und war den Sumerern unbekannt. Die erste bekannte Erwähnung Jahwes erscheint etwa 600 Jahre nach dem Untergang der Sumerer. Die Ähnlichkeiten zwischen Jahwe und den sumerischen Göttern Anunnaki sind tatsächlich auffällig, was auf mögliche gemeinsame Motive in den antiken Mythologien hinweist. Hier sind einige Beispiele für diese Ähnlichkeiten. Die Vorliebe für den Geruch von verbranntem Fleisch. Sowohl Jahwe als auch die Götter der Anunnaki schätzen den Geruch von verbranntem Fleisch und Fett und fordern von den Menschen solche Opfergaben. Langlebigkeit. Jahwe wird, ähnlich wie die Anunnaki, als Wesen dargestellt, das Tausende von Jahren lebt. Wohnsitz im Himmel. Jahwe hat seinen Sitz im Himmel, wo ihn biblische Figuren wie Abraham oder Henoch besuchen. Gelegentlich steigt Jahwe auf die Erde herab und kann eine physische Gestalt annehmen. Anthropomorphismus. Jahwe und die Anunnaki werden als anthropomorphe Wesen beschrieben, obwohl Jahwe oft sein Gesicht nicht zeigt. Umgeben von Wolken und Verursachung von Lähmung. Jahwe ist von einer Wolke umgeben und Personen in seiner Gegenwart können Lähmungserscheinungen erleben, ähnlich wie bei den Anunnaki. Besondere Regeln für Priester. Sowohl die Priester Jahwes als auch die der Anunnaki müssen spezielle Reinigungsrituale durchführen und desinfizierende Substanzen verwenden. Tempelbau. Jahwe befahl den Bau eines Tempels und übermittelte die Baupläne, ähnlich wie die Götter der Anunnaki. Kommunikation durch Kisten. Sowohl in den sumerischen Tempeln als auch im Tempel von Jerusalem gibt es Kisten, aus denen die Stimme Gottes ertönt. Nachkommen mit Menschen. Jahwe soll, ähnlich wie die Anunnaki, ein Kind mit einer menschlichen Frau gehabt haben. Kriege. Jahwe, genau wie die Anunnaki, befahl seinem Volk, Kriege gegen andere Nationen zu führen. Tatsächlich gibt es Dutzende solcher Verbindungen. Bei der Analyse der biblischen Erzählungen über die Offenbarung Jahwes an Abraham ergibt sich eine interessante Frage hinsichtlich des Ortes und der Identität dieses Gottes. Laut der Bibel offenbarte sich Jahwe Abraham in Mesopotamien, genauer gesagt in der Stadt Haran. Dies ist bedeutsam, da es auf die Anwesenheit Jahwes in einer Region hinweist, die Zeuge der Blütezeit vieler antiker Kulturen und Religionen war. Beachten wir die Worte, die Jahwe zu Mose sprach. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Im biblischen Kontext stellte sich Jahwe Abraham als El Shaddai vor, was als der allmächtige Gott übersetzt wird. Der Name Jahwe wurde erst Mose offenbart, also etwa im 15. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit. Dies deutet auf eine Entwicklung in der Art und Weise hin, wie sich Jahwe offenbarte und wie er von den Menschen verstanden wurde. Die älteste außerbiblische Erwähnung des Namens Jahwe stammt aus dem 14. Jahrhundert, Jahre vor unserer Zeit. Im Hinblick auf die Vielfalt der Götternamen in verschiedenen Kulturen ist es möglich, dass Jahwe in Sumer unter einem anderen Namen bekannt war. Der Begriff El Shaddai könnte ein Schlüssel zum Verständnis dieses Aspekts sein. Obwohl er üblicherweise als allmächtiger Gott übersetzt wird, sind sich Linguisten über die genaue Bedeutung nicht einig. Eine Hypothese besagt, dass sich dieser Begriff auf einen Berg oder eine Wildnis beziehen könnte. William Wright, ein Bibelwissenschaftler, vertrat die Ansicht, dass Shaddai vom semitischen Wortstamm stammen könnte, der sich im akkadischen Wort Shadu Shada, Bewohner der Berge, findet. Amuru, einer der Götter der Anunnaki, ist ebenfalls als Berggott bekannt. Die Analyse der Rolle Jahwes im Kontext sumerischer Mythen und Götter ist in der Tat komplex, wenn man die unterschiedlichen Gestalten und Rollen bedenkt, die den Göttern in diesen Mythen zugeschrieben werden. In sumerischen Texten wird Amuru als Sohn des Gottes Anu und als Gott der Amoriter beschrieben, nicht jedoch der Israeliten. Das weist auf die kulturelle Vielfalt und Spezifik in der Wahrnehmung der Götter in der Antike hin. In Haran, einer für Abraham bedeutenden Stadt, war der wichtigste Gott Sin, der mit dem Mond assoziiert wurde. Ein starker Kontrast zu Jahwe, der in der Bibel als anthropomorphe Gestalt beschrieben wird und der ausdrücklich verbietet, Himmelskörper zu verehren. Dieser Unterschied unterstreicht die Einzigartigkeit Jahwes im Kontext antiker Glaubensvorstellungen. In den biblischen Geschichten wird Jahwe als der Gott dargestellt, der den Menschen erschaffen hat, was Parallelen zu den sumerischen Erzählungen über die Anunnaki aufweist. In diesen Mythen war es Enki, der zusammen mit Mami
den Menschen aus Ton formte. Ebenso ist es in der Sintflutgeschichte Enlil, der die Zerstörung der Menschheit einleitet, während Enki Ziusudra rettet. Im Fall des Turmbaus zu Babel sowie der Zerstörung von Sodom und Gomorra scheint Jahwe die Rollen von Enki, Enlil, Anu und Erra zu vereinen. Obwohl Jahwe am häufigsten mit dem Gott Enki in den biblischen Erzählungen übereinzustimmen scheint, ist es schwierig, ihm eine klare Rolle innerhalb der sumerischen Götterwelt zuzuordnen. Die Analyse der Identität Jahwes im Kontext antiker Mythologien und der Vergleich mit sumerischen Göttern wie Enki oder Enlil eröffnet tatsächlich interessante Perspektiven. Jean Bottero, ein Bibelwissenschaftler, und David Rohl, ein Historiker, schlagen vor, dass Jahwe mit Enki, auch bekannt als Ea, identifiziert worden sein könnte, dessen Name in den Ausgrabungen von Ebla als Ja geschrieben wurde, möglicherweise eine semitische Ausspracheform und ein Hinweis auf den Theonym Ja, letztlich auf Jahwe. Dennoch lohnt es sich, wichtige Unterschiede in den Charakteristika dieser Gottheiten zu betrachten. Enki, ein wohlwollender Gott, der Menschheit freundlich gesinnt ist, bekannt als Gott der Meere. Seine Gestalt ist mit Schutz und Fürsorge für die Menschen verbunden. Jahwe, dargestellt als ein mit dem Himmel und Stürmen verbundener Gott, mit jähzornigem Charakter, der Menschen als Mittel zum Zweck behandelt. In der Bibel wird er oft als Gott beschrieben, der Völkermorde befiehlt. Was das Temperament betrifft, scheint Jahwe eher Enlil zu ähneln, dem jähzornigen Sturmgott und Bruder Enkis. Alternativ könnte er auch mit jüngeren Göttern wie Marduk verglichen werden. Die Frage nach dem Ursprung des Jahwe-Kults bleibt unter Fachleuten umstritten. Im Laufe der Zeit wurde Jahwe, anfangs einer unter vielen Elohim, zum dominierenden Gott der Region. Die Priester erhoben ihn zum einzigen Gott, was einen fundamentalen Wandel in der Religion der Israeliten bedeutete, vom Monolatrismus zum Monotheismus. Der geheimnisvolle Gott Jahwe, dessen Ursprünge im Dunkeln liegen, soll der Vater von Jehoschua, Jesus, gewesen sein, einer Schlüsselfigur sowohl für Christen als auch für Muslime. Sein Name, der Jahwe ist Rettung bedeutet, unterstreicht seine Verbindung zu Jahwe. Wenn man die Geschichten über die Götter als wahr betrachtet, wurde Jahwe im Laufe der Zeit zur entscheidenden, bedeutendsten Gottheit im Nahen Osten. In einer Epoche, in der andere Götter dieser Region an Bedeutung verloren, gewann Jahwe an Einfluss und wurde zum Hauptgott, der seinen Sohn in die Welt sandte. Durch das Christentum und den Islam wurde Jahwe zu einer weltweit bedeutenden Gottheit. Zwei Interpretationen sind möglich. Entweder war Jahwe ursprünglich eine weniger wichtige Gottheit, die im Zuge einer Art Götterkrieg oder Thronfolge zur dominanten Figur wurde. Oder aber Jahwe war von Anfang an eine der wichtigsten Gottheiten. Laut der Bibel hat El Elyon Jahwe als Beschützer des Volkes Israel eingesetzt, was darauf hindeuten könnte, dass Jahwe einer der Elohim niederer Ordnung war, der Elyon unterstand. Eine alternative Erklärung, die nahelegt, dass Jahwe dieselbe Figur wie El Elyon sei, geht davon aus, dass Jahwe sich selbst bei der Aufteilung der Völker unter den verschiedenen Elohim das Volk Israel zuwies und den Namen Jahwe annahm. Die Mehrheit der Religionswissenschaftler jedoch vertritt die Ansicht, dass Jahwe ursprünglich ein untergeordneter Gott war, der nach und nach die Eigenschaften Elyons übernahm. Geht man davon aus, dass Jahwe eine der bedeutenderen Gottheiten war, ergeben sich drei Hauptoptionen: Anu, Enki oder Enlil. Jahwe zeigt gewisse Ähnlichkeiten mit jedem dieser Götter. Ähnlichkeit mit Enlil. Der Charakter Jahwes ähnelt dem des sumerischen Gottes Enlil, des Sturmgottes, bekannt für seinen aufbrausenden Charakter. Ähnlichkeit mit Enki. Der Name Jahwe sowie das häufige Ersetzen Enkis in biblischen Erzählungen deuten auf eine Verbindung zu dieser sumerischen Gottheit hin. Ähnlichkeit mit Anu. Anu, der sumerische Herrscher der Anunnaki, ist insofern interessant, als sowohl der Kult Jahwes als auch der Anus anikonisch war, also ohne physische Darstellungen, Statuen, Bilder. Bemerkenswert ist, dass Jahwe, obwohl er Merkmale der sumerischen Anunnaki aufweist und möglicherweise früher unter anderen Namen bekannt war, sowie Abraham in Mesopotamien erschien, dennoch schwer eindeutig mit einer spezifischen sumerischen Gottheit zu identifizieren ist. Sicher ist jedoch, dass Jahwe einer der Götter gewesen sein könnte, wie Anu, Enki, Enlil, Amuru, Marduk oder Ninurta. Nach Analyse der Geschichte der Religionen und der Zivilisationen des Nahen Ostens lassen sich folgende zentrale Schlussfolgerungen ziehen. Die Elohim der biblischen Tradition entsprechen den Anunnaki der sumerischen Mythologie. Jahwe wird als eine der Gottheiten im Pantheon der Elohim dargestellt. Jahwe ist spezifisch mit dem Volk Israel als deren Schutzgott verbunden. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die Geheimnisse der Bibel und der sumerischen Mythologie. Obwohl ein großer Teil der Menschheit an Jahwe als einzigen Gott glaubt,
deuten archäologische Funde und die Analyse des biblischen Textes darauf hin, dass Jahwe einer von vielen Elohim war. Auch die Juden waren sich bewusst, dass Jahwe nur einer unter vielen Göttern war. Warum kümmerte sich Jahwe ausschließlich um die Israeliten und nicht um andere Völker? Die Bibel scheint auf sumerische Geschichten zurückzugreifen, da die Juden glauben, von den Sumerern abzustammen und die vorsintflutlichen Patriarchen als Sumerer betrachten, Henoch als Emmedoranki, Noach als Ziusudra. In diesem Zusammenhang entsprechen die Elohim der hebräischen Tradition den sumerischen Anunnaki. Die mündlich überlieferten Familiengeschichten wurden niedergeschrieben und bildeten die Grundlage der biblischen Erzählung. Die Bibel liefert dabei eine gekürzte und teilweise fragmentarische Darstellung, die von antiken Mythen und Erzählungen beeinflusst ist. Biblische Figuren, auch wenn sie andere Namen tragen, haben ihren Ursprung oft in denselben Wurzeln wie jene in der sumerischen Mythologie. Nach der Sintflut in der Bibel verbreiteten sich die Nachfahren der Sumerer und bildeten verschiedene Völker. Zu einem bestimmten Zeitpunkt offenbarte sich Jahwe, einer der Elohim, Abraham in Mesopotamien und wies ihn an, nach Kanaan zu ziehen. Ab diesem Moment wurde Jahwe zum Schutzgott der Israeliten und die Bibel verfolgt diese Beziehung genau. In diesem Kontext waren die Juden monolatrische Gläubige. Sie glaubten, dass es viele Elohim gab, verehrten jedoch ausschließlich Jahwe, weil er ihr Schutzgott war. Das Buch Genesis, ein Ergebnis der Verschmelzung jahwistischer und elohistischer Traditionen, erzählt eine sumerische Geschichte, in der die Elohim als Anunnaki erscheinen und Jahwe als eine der sumerischen Gottheiten dargestellt wird. Mit der Zeit wandelten sich die Glaubensvorstellungen der Jahwe-Anhänger. Sie erhoben Jahwe zum einzigen existierenden Gott und leugneten die Existenz anderer Elohim. Der Begriff die Elohim wurde von den Priestern Jahwes fortan nur noch als Bezeichnung für den einen Gott verwendet. Ein fundamentaler Wandel im Verständnis und in der religiösen Entwicklung. Jahwe wurde im Laufe der Entwicklung der Glaubensvorstellungen zum wichtigsten Gott, während die Söhne der Elohim, die zuvor als gleichrangige Gottheiten galten, zu Engeln herabgestuft wurden, die Jahwe untergeordnet sind. Heute glaubt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, dass Jahwe, der Gott, der sich Abraham, Mose, Salomo und auch dem Vater Jesu offenbarte, der einzig existierende Gott ist. Das stellt eine Art Paradoxon dar, da andere ältere Götter wie die Elohim oder die Anunnaki in Vergessenheit geraten sind und ihre Existenz geleugnet wird, was es heute schwer macht, Anhänger von Enki oder Baal zu finden. Bei der Rekonstruktion der Geschichte des Nahen Ostens aus der Perspektive der alten Völker gilt das Volk der Sumerer als die älteste entwickelte Zivilisation. Sie wurden als ein geheimnisvolles Volk beschrieben, das den Namen die Schwarzköpfigen trug und sich selbst als speziell erschaffen und von den Göttern der Anunnaki auserwählt betrachtete. Die Anunnaki waren die ersten Götter in der Menschheitsgeschichte, die detailliert beschrieben wurden, und aus ihnen leiteten sich die übrigen Gottheiten des Nahen Ostens ab. Die Sumerer kamen nach Mesopotamien und gründeten dort die erste Zivilisation. Sie entwickelten frühe Formen der Mathematik, der Schrift, des Rats, des Kalenders, verfügten über organisierte Medizin, fortschrittliche Architektur und betrieben Landwirtschaft. Dennoch bleibt unklar, wer die Sumerer tatsächlich waren. Sie glaubten, dass ihre Zivilisation ihnen von den Göttern geschenkt worden sei. Die ersten Könige Sumeriens hatten besondere Beziehungen zu den Göttern und regierten das Volk. Der letzte König, Ziusudra, der biblische Noah, überlebte auf Befehl des Gottes Enki eine lokale Flut auf einem Boot, ein zentrales Element sowohl der sumerischen als auch der biblischen Mythologie. Die Nachkommen Ziusudras, des biblischen Noah, verbreiteten sich nach der Flut im Nahen Osten. Einige blieben in Sumer und bauten die Zivilisation wieder auf, gründeten neue Städte, während andere nach Ägypten und in andere Regionen aufbrachen, wie auch in der Bibel erwähnt. In dieser Zeit, so die antike Mythologie, teilten die Götter der Anunnaki die Erde unter den Völkern auf und wurden zu Schutzgöttern einzelner Städte und Nationen. Nach dem Glauben der alten Völker waren die sumerischen Götter dieselben Wesen wie die ägyptischen, kanaanitischen oder griechischen Götter, nur unter anderen Namen und in anderen Regionen verehrt. Jahwe, der sich Abraham in Mesopotamien unter dem Namen El Shaddai offenbarte, befahl ihm, in das Land Kanaan zu ziehen. In den darauffolgenden 2000 Jahren kümmerte sich Jahwe um die Israeliten und hielt engen Kontakt zu deren Anführern wie Mose, Josua, Saul, David oder Salomo. Die Juden, die sich selbst als Nachkommen der Sumerer betrachteten, verfassten ihre heiligen Schriften unter Rückgriff auf die Geschichte der Sumerer. In dieser Erzählung entsprechen die biblischen Elohim den sumerischen Anunnaki, und Jahwe ist einer der Götter der Anunnaki, auch wenn seine genaue Identität nicht eindeutig geklärt ist.
Mit der Zeit gewann Jahwe in der jüdischen Glaubenswelt an Bedeutung und wurde zum einzigen Gott erhoben. Während andere Gottheiten nach und nach aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwanden, blieb Jahwe eine aktive, physisch präsente Kraft auf der Erde. Einen Wendepunkt markiert der Moment, in dem Jahwe seinen Sohn Jehoschua, Jesus, sendet. Ein Schlüsselmoment in der Religionsgeschichte. Jesus wird zur zentralen Figur sowohl des Christentums als auch des Islams. Zwei Religionen, die den Kult um Jahwe entscheidend in der Welt verbreiteten. Laut der Enzyklopädie der alten Geschichte wurde der hebräische Monotheismus später von den Anhängern des Christentums übernommen, die weiterhin Jahwe verehrten, auch bekannt als Jehova und später einfach als Gott. Der Islam, der sich ab dem 7. Jahrhundert unserer Zeit entwickelte, erkennt dieselbe Gottheit unter dem Namen Allah an. Unabhängig von Jahwes ursprünglicher Identität und der Art und Weise, wie er in der Antike verehrt wurde, bildet er heute die Grundlage der 3 großen monotheistischen Weltreligionen. Das heutige Verständnis und die Interpretation dieser Glaubensrichtungen lassen Raum für verschiedene Konzepte, von der Annahme, dass Elohim und Anunnaki völlig frei erfundene Wesen der alten Völker seien, bis hin zum Glauben an ihre tatsächliche Existenz gemäß den Aussagen der antiken Zivilisationen.